Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video hier gerade seht, dann wird der nächste Server eben gerade seine Pforten geöffnet haben. Und zwar EU6 hat jetzt um 16 Uhr gestartet. Und für alle Leute, die dort vorhaben zu starten, habe ich natürlich auch wieder einen passenden Code für euch parat. Und zwar nur für Leute, die auf EU6 spielen, exklusiv. Huch! Oh Gott, was ist das denn für eine Datei hier? Hä? Wo ist denn jetzt mein Code hin? TF? Ganz weirde Aufnahmen hier. der Code ist es, Dorza-EU6. Ja, das ist der Code, den ihr einlösen könnt. Und er ist auch wirklich exklusiv nur für Starter, denn er ist nur bis Stufe 20 einlösbar. Danach ist dieser nicht mehr gültig. Und er gibt euch 100 Lucky Coins, ein Flügeltrank und ein Reittier. Und ja, das könnt ihr sehr gerne natürlich mit eurer Gilde wieder teilen, falls ihr in einer seid. Und genau, denkt dran, bis Stufe 20 ist das Ganze nur einlösbar, exklusiv auf EU6. Und alle, die dort starten und ja, durchstarten wollen, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg dabei. Und vor allen Dingen auch natürlich jede Menge Spaß. Ne? Das steht natürlich im Vordergrund. Ne? Ich werde auf den Server auch so ein bisschen mal reinschauen, aber ja, ihr merkt es ja jetzt gerade im Stream. Extra werde ich dazu jetzt nicht machen zum Serverstart. Dieses Mal nicht. Ich werde die Tage mal ein, zwei Mal reinschauen, ein bisschen euch auf den aktuellsten Stand der Dinge halten. Ich werde mich selbst davon überzeugen, wie der Server so performt. Und ja, ob das da gut abgeht oder halt eben nicht. Ne? Bin sehr gespannt, wie es da laufen wird auf dem neuesten Server. Ansonsten haben wir es jetzt auch gerade, wie wir sehen können, das Sommersammelsurium ist wieder zurück in Shakes and Fidget. Das heißt, man kann wieder einiges an Punkte sammeln, um eben ja, Belohnungen freizuschalten. Und diese Belohnungen, die sehen wir hier. Und das Ganze hält für ja, insgesamt 10 Tage. Also jetzt nur noch 9 Tage. Und wir haben hier wieder einiges an Punkte, die wir freischalten können. Der große Gesamtpreis ist dann nachher ein großer, legendärer Edelstein. Das ist das, was wir bekommen. Aber wir bekommen auch ein paar andere Sachen bis zum Endpreis quasi. Hier haben wir einmal bei 50 Punkten 90 Millionen das wäre schön, 90 Millionen Skillpunkte, 90 Millionen Gold. Und einmal auf 100 Punkte haben wir hier 180 Millionen Gold. Das ist, denke ich mal, ganz okay. Hier haben wir ein paar Sanduhren. Ich denke mal, für die Leute, die ja, doch ein bisschen niedriger im Level sind, die können hier auch gewissermaßen, glaube ich, so war das zumindest beim letzten Mal, Pets freischalten. Aber dann muss man halt eben ein bisschen niedriger sein, beziehungsweise müssen einem noch ein paar Pets fehlen. Ne? Genau, man hat hier wieder seine Aufgaben, die man bewältigen kann. Zum Beispiel erhöhe Attribute 5-mal. Das können wir jetzt zum Beispiel mal machen. Attribute, machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Dann sollten wir das erste hier schon freigeschaltet haben. Ja, jetzt haben wir 5 Punkte gesammelt. Ne? Trinke 5 Bier können wir auf entspannt auch machen. Das sind so Sachen, die sind easy. Ja, was ein bisschen eine doofe Aufgabe ist hier kaufe einmal einen epischen Gegenstand. Ich weiß nicht, die Aufgaben waren noch beim letzten Mal gar nicht so mit dabei, ne? Oder so eine sinnlos Aufgaben irgendwie. Aber da war sowas wie blättere irgendwie, keine Ahnung, 5-mal im Zauberladen oder so. Also die waren richtig brain dead, die Aufgaben. Aber ja, gut. Kaufe einmal einen epischen Gegenstand. Ich meine, muss man jetzt nicht unbedingt, also ich bin jetzt nicht darauf erpicht, jetzt hier extra einen epischen Gegenstand zu kaufen. Vor allen Dingen kostet der mich auch 10 Millionen Gold, was eine Menge ist, auf jeden Fall. Was ich so jetzt nicht mehr wiederbekomme, beziehungsweise gut, ich kann es in den Kessel schmeißen und dann kriege ich die Hälfte wieder. Aber das hat sich jetzt, ja, hat sich das gelohnt? Ich weiß es nicht. Also man hat natürlich, wir haben jetzt die 15 Punkte freigeschaltet und man hat natürlich ein paar Tage Zeit, um halt den großen Stein hier zu bekommen. Eventuell wartet man ab auf den nächsten Tag, dass vielleicht Aufgaben drankommen, die nicht ganz so viele
Pilze kosten, beziehungsweise halt auch nicht so viel Gold, weil das hat mich jetzt auch Gold gekostet, um halt eben das Maximum hier rauszuholen, so. Ich bin jetzt auch nicht so krass scharf drauf auf diesen großen legendären Stein, weil wenn ich große legendäre Steine will, dann hole ich mir die aus der Mine, ne? Ich meine, ist natürlich nice to have so, und für die Leute, die jetzt nicht so fortgeschritten sind, beziehungsweise noch gar nicht so eine Steine vielleicht auch bekommen können oder so, für die ist das natürlich ganz nice, aber wenn man eh schon, sag ich mal, viele Einträge im Sammelalbum hat für legendäre Gegenstände, ne? Und die habe ich ja, und ich denke mal viele von euch auch, die die vergangenen Leggy Dungeons gespielt haben, die haben natürlich auch schon eine hohe Chance, legendäre Steine zu finden. Deswegen ist da die Belohnung, die Endbelohnung, sag ich mal, okay, ja, weiß nicht. Also für mich persönlich sind die beiden Sachen hier interessant, die Skillpunkte, die Sanduhren nachher, ja, schon fast nicht mehr so, weil die kann man dann halt auch zum Sanduhren-Event, kann man sich die holen, da kosten dann halt 100, Sanduhren kosten halt 3,75 oder so Millionen Gold, wenn man sich die zum Angebot holt, und das natürlich dann, ja, auf jeden Fall relativ preiswert, sag ich mal, deswegen nicht ganz so schlimm, wenn ich die jetzt nicht bekomme. Hauptsache das Gold. Also für mich, und ich denke mal für viele weitere, die im Late-Game-Bereich schon sind, ist dieses Event jetzt eher, ja, das ist was zum Nebenbei mitnehmen, aber wenn man es jetzt verpasst, ist auch nicht so wild. Ne? Ja, aber ich will es nicht haten. Ich denke mal, fürs Mid-Game ist es ganz nice, beziehungsweise auch fürs Early-Game, jetzt vor allen Dingen halt auch für den Serverstart, muss man gucken, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn man jetzt Stufe 75 erreicht, frisch beim Serverstart, und das geht jetzt noch ein paar Tage, ob man dann auch, ich glaube, dann kann man auch ein paar Pets freischalten, die man vielleicht gar nicht bekommen könnte, ne? Ich weiß gar nicht, wie das läuft zum Serverstart, aber könnte gut sein. Jetzt so ein 5er Pasch Gold, das würde natürlich auch schon schmecken hier. Ja, also das auf jeden Fall fürs Early Game nicht verkehrt, sag ich mal so, aber fürs, ja, Endgame, Midgame ist es nachher weniger interessant, sag ich mal. Ne? Gut, wir lassen mal die Kristalle liegen, wir gehen voll auf Gold. Ja, wir haben zwar jetzt wir haben zwar jetzt zweimal Kristalle liegen lassen, aber ich sage euch ehrlich, ich habe genug Ressourcen, denke ich mal, und man bekommt jetzt auch noch so viele durch den Elevator und ja, alle weiteren Events, so, das ist schon heftig. Wir haben es auch wieder Hexentanz gerade hier, was auch ganz nice ist. Ich hatte jetzt mir extra alle Items aufgehoben dafür, für den Anlass, und ja, das kann man natürlich dann auch schön nutzen. Ne? So, mal schauen. Vielleicht kriegen wir im Video jetzt hier noch ein 5er Pasch Gold einmal gewürfelt. Das wäre natürlich noch ein Highlight, wie eine Deckenlampe. Aber ich weiß gar nicht, ob ich schon mal, ich glaube, live im Video habe ich noch kein einziges Mal 5er Pasch Gold gewürfelt zum Gold-Event. Das sei nochmal dazu gesagt, weil das scheppert nämlich ordentlich rein. 500 Millionen Gold würde ich zum Event jetzt kriegen hier. Das würde ich euch sehr gerne mal zeigen. Auch 5er Pasch Kristalle zum Kristall-Event ist auch verdammt köstlich. Aber das Glück erstmal zu haben, ja, das musst du erstmal an der Stelle irgendwie hinkriegen, und das ist gar nicht so einfach. Ja, schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was sagt ihr zum Sommersammelsurium? Ist das was für euch? So, wie ist da eure Meinung, beziehungsweise habt ihr eventuell andere Belohnungen als ich? Weil das, denke ich mal, spielt auch noch eine große Rolle, dass man die auch differenziert betrachten muss, auf das Level halt eben gesehen und den Fortschritt, den man erlangt hat. Weil wenn man ein paar Pets früher freischalten kann, als man sie eigentlich regulär bekommt, ist das natürlich schon auch eine ganz coole Sache. Das muss man mal auch einfach so sagen. Ne? Ja, ansonsten, wie sieht's aus? Wir nähern uns langsam den 300k hier. Wir haben jetzt bald die 800 Millionen Lebensenergie als Magier auch geknackt. Hier, es dauert nicht mehr allzu lange. Das Gold-Event hilft jetzt auf jeden Fall auch. Und mal gucken, wie lange wir noch brauchen, bis wir ihn hier besiegen können. Wir haben jetzt ein paar Mal also die Gilde Celtic hat ein paar Mal jetzt auch verloren tatsächlich hier gegen Werthers Echte. Ich weiß gar nicht. Hier hatten wir gewonnen, aber wir hatten auch ein paar Kämpfe gehabt, wo wir verloren hatten. Hier hatte ich ein paar Mal Sir Webster angegriffen für sein Gold. Da hatte ich ihn mal ganz kurz abgefarmt gehabt. Da hat er ein bisschen was auf der hohen Kante gelassen. Das habe ich mir natürlich dann auch nicht nehmen lassen. Ne? Da
kennt ihr mich ja. Da muss man die Leute dann auch immer belehren, ne? Dass sie nichts irgendwie hier großartig anbunkern müssen dafür. Genau, aber das Ding ist ja bis zu 100 Millionen gecapped und deswegen kann man da auch viel mehr gar nicht rausholen. Genau, aber was ich sagen wollte, wir haben mit Celtic ein paar Mal jetzt verloren, weil wir ja so 46, 47 Leute nur gemeldet haben und dann unter ungünstigen Voraussetzungen und viel Glück von den Gegnern, kommt es hier und da auch schon mal vor, dass sie uns dann halt besiegen. So, ne? Aber es gehört halt eben auch noch eine gute Portion Glück mit dazu. So, jetzt sind auch schon wieder 47 Mitglieder nur. Trotzdem, gewinnen wir das Ganze hier. Also wir haben schon immer noch einen heftigen Fortschritt, sag ich mal so. Ne? Aber unsere Anmeldequote, die ist halt nicht ganz so nice. Und ja, das merkt man dann halt hier und da. Und wenn halt so jemand wie Drachenhexe oder so halt mal durchzieht mit den Crits, dann kommt es auch mal vor, dass wir einen Oman-Kampf verlieren. Aber halt eben relativ selten. Jo, Leute, das soll es erstmal soweit gewesen sein hier zum Sommersammelsurium und dann ja zum EU6-Serverstart. Gucken wir am Wochenende mal rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Code und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.